Wenn ich an Ozeanschutz denke, denke ich an Wale, an die Nordsee oder die Fischerei. Weit weg von irgendwo mitten im Inland. Aber was haben wir damit zu tun? Wir haben Casey und Daniel von der Surfrider Foundation, einer NGO, die sich für den Ozeanschutz einsetzt, gefragt. Ich glaube, für die meisten Menschen ist es schwierig zu verstehen, warum wir Ozeanschutz hier in Deutschland betreiben, weil wir gar nicht so viel Küste oder Meer haben. Gerade in der Mitte von Deutschland oder überall anders sieht man das Meer nicht. Was wir oft vergessen? Alles, was wir in die Abflüsse geben, landet früher oder später im großen Weltwasser. Natürlich habe ich kurz mal drüber nachgedacht, bin skeptisch geworden, aber habe mich dann dazu entschieden, die Verantwortung der Politik zu überlassen. Der ganze Müll, der in den Ozeanen liegt, ungefähr 80% davon kommen aus dem Inland. Da viele nicht darüber nachdenken, dass der kleine Bach vor der Haustür, der vielleicht durch die Stadt, durchs Dorf fließt, dass auch da schon irgendwo das Meer beginnt. Gut also, dass es Organisationen wie die Surfrider Foundation gibt. Eine international agierende, gemeinnützige Organisation, die sich dem Schutz von Ozeanen, Küsten und Gewässern verschrieben hat. Ein weltweites Netzwerk von Menschen, die nicht länger warten wollen, bis die Politik sich bewegt. Wie das aussieht, erklärt uns Casey, die für die nationale Koordination zuständig ist. Unsere Mission ist, dass wir uns für saubere Ozeane, aber eben auch saubere Gewässer auf der ganzen Welt einsetzen und wir aber eben hier in Deutschland damit anfangen. Wir sind bei Surfrider gerade an dem Stand, dass wir ausprobieren, verstehen und lernen, um dann im nächsten Schritt alles, was wir messen und alles, was wir herausfinden, sinnvoll kommunizieren und adressieren können, um da eine echte Veränderung zu bewirken. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir mit allem, was wir machen, also Müllsammelaktionen, wir zählen den Müll, Daten über Wasserqualität und so, das ist alles total wichtig, diese Daten zu haben, um dann eben wissenschaftlich fundiert an die Politik heranzutreten und zu sagen, das ist unser größtes Problem, wir brauchen eine Veränderung. Deshalb müssen wir schon bei den kleinen Gewässern anfangen, wie zum Beispiel bei der Queich, ein Nebenfluss des Rheins, um den Daniel sich besonders kümmert. Die Queich ist praktisch ja ein kleinerer Fluss und die geht ja rüber in den Rhein und der Rhein mündet ja dann in die Nordsee. Also ist das ja praktisch so ein durchfließender Prozess. Da findet man auch so ziemlich alles. Wenn wir hier Müll auf der Straße finden, dann gibt es Regen, Starkwetterereignisse, die dafür sorgen, dass der Müll, der auf den Straßen liegt, wohl oder übel in den Gewässern landet. Krass, wenn man so genau hinschaut, dann liegt hier wirklich viel rum. Und das sind alles Kreise, die nicht hydrologisch isoliert sind, sondern alles, was mit Wasser zu tun hat, ist miteinander verbunden. All das, was wir in Deutschland in den Abfluss spülen oder auf der Straße abreiben, wird über Regen, Wind und Wasserkreisläufe zum Beispiel in die Nordsee exportiert. Und durch global vernetzte Meeresströmungen verteilt es sich weltweit. Das Schlimme ist aber, dass Mikroplastik quasi auf allen Ebenen in die Natur gelangt. Katrin von Wasser 3.0 verrät uns mehr über die unsichtbare, allgegenwärtige Gefahr in unserem Weltwasser. Die Gesamtheit aller Partikel, kleiner 5 mm, ist Mikroplastik. Wir essen, trinken, atmen Mikroplastik. Und ja, die Mikroplastikkonzentrationen haben gesundheitsgefährdendes Potenzial. Gefährlich wird es, wenn Plastik zum Nanopartikel wird. Dann kann es biologische Barrieren überwinden und direkt in Zellen, Organe und den Blutkreislauf vordringen. Dort entfaltet es eine doppelte Schadwirkung. Als Fremdkörper löst es Entzündungen aus und kann unsere DNA schädigen. Und es schleust hochtoxische Stoffe wie Weichmacher, PFAS und Schwermetalle in den Körper ein.
Das Ergebnis können chronischer Zellstress und schwere Funktionsstörungen unserer Organe sein. Und Mikroplastik ist überall. Also es wurde ja schon gefunden auf Mount Everest, in der Tiefsee, in der Antarktis. Es ist auch in Packeis eingeschlossen. Das heißt, wir haben ein Problem, was den Globus überspannt. Mount Everest? Packeis? Ja, denn letzten Endes handelt es sich auch bei Eis und Schnee um nichts anderes als unser Weltwasser. Wenn man mal sich die Ozeane anschaut, dann kann man sagen, das ist so momentan roundabout 1 Partikel pro Liter Mikroplastikbelastung. 1 Mikroplastikpartikel pro Liter. Macht überhaupt gar keinen Sinn, Lösungen fürs Meer zu entwickeln. Weil diesen Mikroplastikpartikel pro Liter zu finden, ist unfassbar schwierig. Man hat wahnsinnig viel Wasser. Man muss dahin gehen, wo man tatsächlich einen Impact hat, wo man direkt sieht, Mensch, da ist was drin, wir holen es raus. Und plötzlich stellen wir uns eine ganz andere Frage. Sind wir Teil des Problems? Jeder nutzt Kunststoffprodukte zu Hause. Dabei ist der Fakt, dass nur 9% des bisher hergestellten Plastiks jemals recycelt wurden. Der Rest wird verbrannt oder landet auf Mülldeponien und ganz, ganz viel davon landet in der Umwelt und davon eben der Großteil in unseren Ozeanen. Plötzlich sehe ich meinen eigenen Alltag mit ganz anderen Augen. Der Konsument ist aber irgendwo Opfer der Produkte, die auf dem Markt existieren. Und Täter zugleich, wenn wir in der Nutzungsphase Mikroplastik in die Umwelt entlassen. Wenn man aber hochgeht, zum Beispiel den Rhein von der Nordsee aufwärts an die zentralen Orte, kommunale Kläranlage, Industrie, dann findet man auf einmal Millionen von Partikeln pro Liter im Wasser. Und dann weiß man, wo die Stellschrauben sind. Dann kann man Mikroplastik direkt zentral an einem Ort entfernen. Okay, das große Problem müssen also Industrie und Politik lösen. Aber heißt das, wir können gar nichts tun? Du als einzelne Person kannst natürlich dein Verhalten und deinen Konsum überdenken. Wir können durch achtsameren Konsum dafür sorgen, dass so wenig Kunststoffprodukte wie möglich überhaupt in den Umlauf kommen. Zum Beispiel darauf achten, was für Kosmetikprodukte du verwendest. Allein in Deutschland werden mindestens 700 Tonnen Mikroplastik pro Jahr in Kosmetik- und Reinigungsmitteln eingesetzt. Zugegeben, es ist schwer, die Zutatenliste der Produkte zu durchdringen. Vielfach reicht es aus, sich um die Silbe Poly zu orientieren. Immer wenn man Synthetikkleidung wäscht, reiben sich Textilfasern ab. Ich kann einfach die Waschtemperatur runtersetzen und weniger Umdrehungszahl einstellen und kann 70% Mikroplastikfracht ins Abwasser reduzieren. Das ist der einfachste Umweltschutz, den man zu Hause machen kann. Jeder Abwasch mit dem Plastikschwamm spült Mikroplastik ins Meer. Die Spülmaschine im Eco-Modus spart viel ein. Gerade beim Einkauf, da ist es am einfachsten umzusetzen, dass die Sachen nicht doppelt und dreifach verpackt sind. Ich meine, ich weiß ja selber, wenn man einkaufen geht, man packt die Sachen aus, ja, das ist unwahrscheinlich viel. Da machst du einen Einkauf und dann hast du wirklich einen kompletten Müllsack schon voll, ne? Nur Verpackungsmaterial. Der Müll wird abgeholt und dann ist er weg, dann brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen. Dass man Obst und Gemüse frisch kauft auf dem Markt zum Beispiel, wo es dann auch nicht groß nochmal umverpackt wurde. Vor Ort schauen, was gibt es für Initiativen, also ob man Müllsammelaktionen macht oder sich an Messaktionen beteiligt. Bei Wasser 3.0 gibt es zum Beispiel die Global Map of Microplastics, wo wir mit Surfrider quasi auch mit unterstützen. Politik ist super langsam und nur die Community ist super schnell. Dieses Win-Win eben zu schaffen, sagen, ihr habt die Community, wir haben die Methoden, wir bringen das Ganze auf die Straße. Das ist natürlich dann so, wie es laufen soll. Gerade auch beim Mikroplastik-Mapping, flächendeckend Gewässer zu mappen, wo die Community mehr erreichen kann, als die Politik aktuell zu leisten imstande ist. Denn die Mikroplastikdetektion kann jeder in lokalen Gewässern selber durchführen. Wenn wir Cleanup machen, ist unwahrscheinlich wichtig. Säuberungsaktion, Aufräumaktion. Aber wir nehmen einfach nur das Unkraut oben weg, aber die Wurzel bleibt ja bestehen. Also müssen wir irgendwo anfangen, auch die Wurzel zu entfernen, zu kappen.
Die Hoffnung behalte ich eigentlich in dem Moment, wenn ich mit Kindern zu tun habe, die einfach unfassbar wissbegierig sind. Die Kinder erziehen ein Stück weit die Eltern. Wenn wir dem Kinder beibringen, die Zigarettenstummel gehören nicht auf den Boden und der Papa zum Beispiel wirft sie dann doch auf den Boden und dann sagt das Kind, Papa, das kommt nicht auf den Boden, sondern in den Aschenbecher. Ich glaube, das ist total wichtig zu verstehen, dass wir als Einzelpersonen unheimlich viel bewegen können, dass das Problem aber durchaus viel größer ist und nicht immer nur auf den Verbraucher abgewälzt werden kann. Deswegen ist das, was die Surfrider Foundation macht, so wichtig. Wie sähe die Welt aus, wenn die Menschen verstehen, dass das Meer hier beginnt? Ich glaube, es wäre so ein grundsätzliches Ding. Es leckt kein Müll auf den Böden. Aber ich glaube auch, dass auf gesetzlicher Ebene sich so viel getan hätte. Also, dass die Auswahl an Plastik und Müll, den wir im Supermarkt kaufen können, dass das quasi gar nicht so groß wäre. Oh, ein Meer ohne Mikroplastik hätte die wunderschönsten Blautöne. Ich stelle es mir so ein glitzerndes, weites, wunderschönes Blau vor. Wir dachten, Ozeanschutz passiert an der Küste. Aber wir haben gelernt, das Meer beginnt hier. Es geht darum, achtsamer zu sein. Wir sind alle gefragt. Das sind kleine Schritte, aber kleine Schritte, die auch was verändern können. Und wenn 80 Millionen Menschen einen kleinen Schritt gehen, dann haben wir schon einen sehr großen Schritt. Das Meer ist nicht immer nur schlecht, sondern in dem Falle, gerade wenn es um Umweltschutz geht, ist mehr Leute mit mehr Wissen noch mehr Impact erzielen. Darum geht es am Ende des Tages. Aber wir können es heute noch in den Griff bekommen. Nur gemeinsam sind wir stark und können das Ruder irgendwo noch rumreißen. Aber es wird langsam Zeit. Das muss jetzt passieren. Das Meer beginnt hier. 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 Das Meer beginnt hier. Beginnt es auch bei dir?